und wie man ganz einfach alte analoge Loks digitalisieren kann, das zeige ich euch heute. Hallo liebe Moba-Freunde, im heutigen Teil geht es um eine alte analoge Lok, die wir mit einem Decoder versehen. Um wie das geht, zeige ich euch jetzt. Jeder, der schon mal eine alte Eisenbahn hatte und jetzt auf digital umgestiegen ist, der kam irgendwann auch mal an den Punkt zu sagen, soll ich meine alten Loks noch digitalisieren, lohnt sich das oder... Genau, auf jeden Fall prinzipiell sollte man wissen, also ich tue meine Loks in 3 Kategorien einteilen. So, die schlechteste Kategorie, fangen wir mal an, das sind halt die Loks, die für gar nichts mehr taugen. Also wo das ganze Innenleben eigentlich Schrott ist, aber wo halt das Gehäuse und alles noch, sage ich mal, okay ist. Bisschen altern, und das sind halt bei mir Loks, die einfach nur rumstehen oder die halt in Doppeltraktionen halt einfach lose mitgeführt werden. Die werden entkernt, die werden ein bisschen schmutzig gemacht. Man hat einfach irgendwelche Abstellgleise, wo die mit rumstehen. Man kriegt sie recht günstig und ich denke mal, da können sie ihr Leben noch zu Ende leben. So, dann habe ich die Kategorie 2. Das sind halt Loks, natürlich alle analoge Loks, alte BTT-Modelle, die aber recht super noch funktionieren und wo sich für kleine Sachen, also wie zum Beispiel so ein Messwagen oder ein Messzug, wo diese Loks eigentlich nicht viel leisten muss, sie dafür eigentlich noch voll taugt, und für diese 3, 4 Fahrbewegungen, was ich habe, ist das völlig in Ordnung. Und genau, das ist halt meine Kategorie 2. Und dann natürlich meine Kategorie 1, das sind natürlich neue Loks, die haben natürlich einen neuen Motor, die haben natürlich auch eine Schnittstelle. Ich prinzipiell kaufe mir die neuen Loks ohne Decoder, weil die gehen recht günstig her, und stecken mir dann halt diese neuen Decoder halt selber rein. Und damit kannst du auch wahnsinnig lange Züge fahren lassen. Also. So, nun habe ich das mal aufgeschraubt für euch, damit ihr einfach mal seht. Wie gesagt, die älteren Modelle bei der 110er, die hatten nicht mal eine Lampe oder irgendwas drinne. Das sind halt meine Kategorie 3 Modelle. Dann, wie gesagt, das sind halt die Zweier. Da gibt es dann auch schon unterschiedliche Motoren, und eine Beleuchtung war schon mit drin. Und zum Vergleich, die heutigen Modelle, wie gesagt, das ist jetzt eine etwas neuere, ich glaube, was haben wir hier, 9 2005. Wie gesagt, hier kann man dann unseren Decoder dann später mal noch mit einpflanzen. Aber das zeige ich euch dann in einem anderen Video. So, das ist jetzt unser Modell, das wir jetzt umbauen werden. Als allererstes muss dieses Modell auch funktionieren. Also es bringt nichts, wenn das irgendwas stottert, oder also es muss tadellos funktionieren. Wenn nicht, dann vergesst es auch. Also dann lohnt sich dieser Umbau überhaupt nicht. Also erstmal diese ganze Lok reinigen. Also sie sollte komplett ruckelfrei fahren. So, als nächstes müssen wir erstmal rausfinden, wie viel
Strom, den unser alter Motor noch verbraucht, weil wenn wir einen Decoder dann kaufen, sollte der natürlich zu dem Motor passen. Also klemmen wir mal ein Ampermeter in Reihe mit rein und lassen die Lok mal auf maximal laufen. Haben wir dann ungefähr 270, also rechnen wir mal hoch auf 300. Also, und bei einer höheren Spannung verbrauchen wir dann natürlich auch ein bisschen mehr. Also 500 Milli sollte er schon bringen, unser Decoder. So, ich habe mir mal so einen Standard-Decoder jetzt besorgt. Einen N025. Das ist eigentlich so ein gängiger Typ für unsere BTTB-Modelle. Und dazu ist noch ganz wichtig für die, die so eine alte Beleuchtung haben und die weiterhin nutzen müssen oder möchten. Dazu braucht er dann 16 Volt Zwerglampen. Eure alten Lampen könnt ihr nicht. So, als erstes entkernen wir mal alles von dieser Lok. Das heißt, Kondensator, Drosseln, das kommt alles erstmal weg. So sieht das Ganze jetzt nun aus. Wie gesagt, der Motor muss für sich alleine isoliert sein. Die Anschlussdrähtchen vom Drehgestell, wie gesagt, die sind auch separat. Vergesst natürlich die Drosseln unten im Drehgestell nicht auszulöten. So, was macht jetzt unser Decoder? Das heißt, wir gehen mal von den Schienen aus. Da kriegt er unsere Spannung. Wir haben hier eine Dauerspannung. Die wird in den Decoder eingespeist. Und auf dem Ausgang gehen wir dann wieder auf unseren Motor. Über unsere Spannung kriegt er quasi auch diese Steuerbefehle, was der Motor machen soll und welche Adresse er hat. Also der Motor hat dann eine eigene Adresse und zusätzlich haben wir halt noch die Möglichkeit, unsere Lichter mit anzuschließen. Und das machen wir jetzt mal. So, dann isolieren wir das Gewicht, dass es natürlich dann keinen Kurzschluss verursacht. So, ich nutze dann gleich die Schläuche, wo die Drosseln dran waren und durchgingen und stecke da mal dann die Zuleitung, den roten und den schwarzen vom Decoder mit an. Dann verlöte ich es gleich. Den grauen und den orangen schließe ich dann wieder am Motor an. Und der Decoder wird mit einem Doppelklebeband befestigt und dann wird er hier oben drauf geklebt. Die Lampen vernachlässigen wir jetzt erstmal, weil das zeige ich euch dann im nächsten Video, wie das dann alles noch funktioniert. So, dann kommt das Ding aufs Programmiergleis. Dann habe ich hier die Z21 App, da gehen wir auf Lok Programmiergleis, lesen das Ganze mal aus, dann wird es ein bisschen ruckeln. So, im Regelfall ist eigentlich jeder neue Decoder, also bei mir zumindest, die ich habe, auf die Lok-Adresse 3 programmiert. Das heißt, wir setzen es jetzt mit der Multimaus mal ein. Und das Ding fährt. Befestigt nun den Decoder noch mit einem Doppelklebeband in eurer Lok. So, Deckel drauf und nochmal testen. So, wie gesagt, wer jetzt die alten Lampen haben möchte,
der müsste dann halt diesen gelben und den weißen noch mit anschließen, jeweils separat zur Lampe, und brückt dann quasi den Rückleiter dann jeweils immer auf die Achse. Tauscht die Lampen natürlich gegen die 16 Volt Lampe ein, weil sonst werden die anderen euch gleich durchbrennen. Und wir bauen dann in den nächsten Videos mal eine LED-Beleuchtung ein. Auch gelbes, also weißes und rotes Licht soll bei meiner mit rein, damit das auch noch ein bisschen gescheit ausschaut. Und wie das geht, das zeige ich euch dann in den nächsten Videos.